Willkommen zu einer neuen Folge von Wonderworks. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die so vieles miteinander verbindet. Mut und Hingabe, Fernweh und Heimatliebe, Spiritualität und Unternehmergeist. Sabine Springenschmidt. Früh im Leben hat sie gemeinsam mit ihrem Mann einen neuen Weg eingeschlagen. Den Weg aus dem Gewohnten hinein ins Unbekannte, nach Bali. Dort haben sie nicht nur ein Leben aufgebaut, sondern auch Hoffnung gefunden und Heilung. Sabine spricht offen darüber, wie sie mit Hilfe lokaler Heilmethoden endlich Mutter wurde, nach einem langen Kinderwunsch. Heute ist sie Mama von 3 Kindern, darunter Zwillingen. Und auch zurück in Österreich hat sie sich neu verwurzelt, als Geschäftsführerin des Jägerwirts auf der Turacher Höhe und sogar als Autorin. In unserem Gespräch geht es um Familienleben zwischen Kulturen, um weibliche Kraft, um spirituelle Wege zur Fruchtbarkeit und um das bewusste Entscheiden für ein Leben in Verbindung mit Natur, Intuition und innerer Führung. Sabine nimmt uns mit auf ihre Reise von Bali in die Berge, von Kinderwunsch zu Kindersegen, von Sehnsucht zur Selbstverwirklichung. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Mach es dir so richtig gemütlich. Lass dich mitnehmen und vielleicht erinnerst du dich beim Zuhören an das, was in dir selbst noch werden möchte. Du hörst Wonderworks. Geschichten vom Werden. Heute freue ich mich sehr, meine nächste Gästin auf dem Sofa zu haben. Das ist die Sabine Springenschmidt. Herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und bis vor ein paar Monaten habe ich eigentlich nicht gewusst, dass wir uns schon irgendwann, zumindest am Telefon, begegnet sind, weil ich das überhaupt nicht mehr abgespeichert gehabt habe. Als ich dieses Jahr auf dich zugekommen bin, aus ganz anderen Gründen, hast du zu mir gesagt beim ersten Treffen, aber wir kennen uns eh. Und ich habe gesagt, woher kennen wir uns? Ich kann mich an dich nicht erinnern. Und dann bist du Jahre zurückgegangen und hast mir erklärt, dass du mich einmal, als du das erste Mal in Guter Hoffnung warst, als Hebamme kontaktiert hast. Und bevor wir überhaupt über diese erste Schwangerschaft von dir reden, würde ich sehr gerne wissen, wie eine junge Frau aus Kärnten, in Kärnten aufgewachsen, dann überhaupt diesen Weg nach Bali eigentlich gefunden hat. Wie ging dein Lebensweg? Du bist in Kärnten geboren. Genau, in Kärnten geboren und auf der Turacher Höhe aufgewachsen, also schon auf der steirischen Seite. Mhm. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt am Kitzsteinhorn und der ist immer schon nach Indonesien gereist. Mhm. Und ich war nach der Uni sofort selbstständig und das Einzige, was ich brauchte, war mein Laptop. Und er hat dann ein Jobangebot bekommen in Bali und ich bin mit. Wie alt warst du da? Da war ich glaube 22. 22. Da war ich 22 und dann waren wir ein halbes Jahr dort Mhm. und dann habe ich ein Jobangebot bekommen und wenn du keine Kinder hast und wenn du nur zu zweit bist, dann brauchst du nicht viel. Mhm. Und dann haben wir die Lage abgecheckt, sind nach Österreich, haben unsere Sachen zusammengepackt, die Wohnung aufgelöst und sind zurück nach Bali. Das heißt, du hast ein Jobangebot auf Bali gekriegt dann? Ich habe dann dort auch eins bekommen, genau. Mhm. Und dann sind wir dort geblieben und dann ist es, glaube ich, im Leben einfach so, gewisse Dinge sind dir halt bestimmt. Also zumindest so ist meine Philosophie. Es gibt eine höhere Führung und gewisse Dinge passieren dir einfach, wenn du weißt, wie du die Zeichen lesen musst.
Mhm. Und so waren wir auf einem Bootstrip, auf dem wir nicht hätten sein sollen. Und es war ein Skipper auf dem Boot, der eigentlich auch nicht hätte sein sollen. Und wir sind ins Gespräch gekommen und dann haben wir ihn nach Hause geführt. Und, und er erzählt uns, er möchte dieses Land verkaufen und ich betrete dieses Grundstück. Und das war wie so eine Seelenerinnerung. Mhm. Und ich schaue meinen Mann an und sage, das ist unser Grundstück. Und dann sagt er, ja, er möchte ihm sein Grundstück verkaufen und so. Und ich sage zu ihm, wir kaufen es. Und mein Mann schaut mich so an und er so, wie sollen wir das machen? Ich so, das ist egal. Irgendwie machen wir das schon. Ich sage ihm jetzt einmal, wir kaufen es. Ja, und so ist dann eins zum anderen und wir sind in Bali geblieben für 17 Jahre. Ihr habt das Grundstück gekauft, Mhm. aber ihr habt nicht nur ein Grundstück gekauft, ihr habt dort auch was gebaut. Genau, wir haben das Grundstück gebaut, also gekauft und dann waren 2 Häuser drauf und ein Haus, das war quasi unser Privathaus. Und das andere Haus, das habe ich habe zu ihm gesagt, das ist ein Chillhaus. Mhm. Und somit wurde es der Chillhaus. Und dann sind Freunde zu Besuch gekommen und Freunde von Freunden und Freunde von Freunden von Freunden und irgendwann kannten wir niemanden mehr. Und dann kam uns die Idee, okay, wir bauen jetzt Bungalows. Dann haben wir Bungalows gebaut und dann waren diese nach 3 Jahren, waren wir eigentlich immer ausgebucht. Und dann haben wir erweitert und dann haben wir eine Yogaschala gebaut und ein Restaurant gebaut und den ersten Bikepark in Südostasien gebaut und dann hat halt so eines zum anderen. Ja, und dann war unser Lebensmittelpunkt eben dort. Aber ursprünglich, als ihr nach Bali gegangen seid, hast du in einem anderen Job gearbeitet Mhm. und dein Mann Alexander im Mhm. anderen, aber nicht in Hotels Na, und nicht in Gastronomie. na, und das war auch nie dadurch, dass ich in der Gastronomie aufgewachsen Ja. bin, war das für mich eigentlich so, das mache ich nicht, Mhm. weil ich weiß, was Was das damit heißt. kommt, genau. Ja, und dann ist es uns halt einfach so passiert. Es ist uns halt wirklich passiert. Und wenn wir jetzt zurückschauen, Ja. dann war trotzdem jede Entscheidung, die wir getroffen haben, war irgendeine höhere Macht da, die hat dann quasi den Stein aus dem Weg genommen Mhm. und wir waren halt so im Flow. Es hat für uns gepasst. Es hat irgendwie, natürlich haben wir schon auch herausfordernde Zeiten gehabt, aber im Großen und Ganzen, ja, war es so ein Fluss. Mhm. Wie viele Leute konnten bei euch sein? Wie viele Gäste konntet ihr dann letztendlich? Letztendlich 45. 45. Ja. Und das war das ganze Jahr durch offen. Ja, also am Anfang, in der Regenzeit haben wir es am Anfang geschlossen gehabt und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute kommen auch, wenn es regnet Mhm. und dann war das ganze Jahr offen. Und da kamen Leute von überall her zu Ja, euch? also am Anfang natürlich viel Österreich Mhm. und dann Deutschland Mhm. und dann irgendwann nach 5 Jahren von überall und es war halt mega. Wir Mhm. haben mega coole Leute kennengelernt, super Netzwerk aufgebaut. Also es war einfach der Chillhouse. Mhm. Weil die Leute sind reingekommen und nach dem zweiten Tag war quasi das Restaurant, war das Wohnzimmer für alle und jeder hat sich mit jedem connected und wir haben immer so Community-Dinner gehabt. Also es war einfach echt, wir haben ein Leben im Leben schon gehabt. Mhm. Das klingt großartig. Ja, es war wirklich mega. Aber dieser Anruf, der dann von dir kam, weil du in guter Hoffnung warst Mhm. damals mit Zwillingen Mhm. und du eine Hebamme für die Betreuung gesucht Mhm. hast und hast mich als Hausgeburtshebamme kontaktiert. Und ich habe dir gleich am Telefon gesagt, das wird nicht funktionieren, weil ich keine Zwillinge binden kann in Mhm. Österreich. Und dann hast du einen anderen Weg Mhm. genommen oder gesucht und zu dem kommen wir gleich. Und davor würde ich sehr gerne wissen, war es für dich und für den Alex immer klar, dass ihr einen Kinderwunsch habt? Ja, das war immer klar. Mhm. Also, dass wir Kinder möchten, war immer klar. Für den Mhm. Alex er ist ein Einzelkind, für den war sowieso klar, 4 Kinder. Also, es war für ihn sowieso, wir kriegen 4 Kinder. Mhm. Und dann wurden wir aber nicht schwanger. Mhm. Und das war dann wirklich und auch jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, Mhm. dass ich nicht schwanger wurde, weil es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin.
weil ich musste meinen Geist öffnen und ich musste schauen, warum werde ich denn nicht schwanger? Und der Vorteil ist, wenn man in Bali lebt, du bist halt nicht unter dieser allgemeinen Glocke wie in Österreich, weil in Österreich, da ist halt dieses Schema und jetzt machen wir das und das und das, sondern in Bali konnte ich meinen Weg finden. Und ich habe halt verschiedenste, ich war bei der Akupunktur und dort und da und Massagen. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass dieser Wunsch euch nicht gleich erfüllt wurde, von wie vielen Jahren reden wir da? Das waren drei Jahre. oder 4. Also es war recht lang. Oder ich finde, es war halt lang. Ja, Vor allem, wenn man sich das wünscht, dann ist es noch länger. dann ist es noch länger. Ja. Und hast du und wie hast du dann diesen Weg unterstützt? Was hast du dann gemacht? Also anfänglich, in Bali geht halt alles eher über die Spiritualität. Also war ich meditieren und in Ashrams und Gespräche mit Gott geführt, war bei verschiedenen typischen Frauenmassagen, bei ganz alten, traditionellen Frauen. Und das hat mir auch alles geholfen, was jetzt meine Menstruationsschmerzen betrifft, weil die kamen ja auch noch dazu. Die hast du schon immer gehabt, als junge Frau? Ja, oder haben sie schon, aber sie sind halt dann immer schlimmer geworden. Und das war aber jetzt nicht so in meinem Blickfeld, weil man ja damit aufwächst, das hat man halt. Und dann musst du halt eine Wärmflasche nehmen und Schmerztabletten nehmen und so. Also war das jetzt für mich... Ist nicht so außergewöhnlich. Na, ja, ich hatte Schmerzen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass da jetzt irgendwas Großartiges Dass man auch dahinter keine steckt. haben, Ja, dass man sie eigentlich nicht haben haben sollte. sollte. Ja, genau. Und dann kam eben der Tag X, wir waren am Strand, Sonnenuntergang und auf einmal habe ich wirklich am Strand so eine Schmerzattacke bekommen. Der Alex hat mich nach Hause gebracht, aufs Sofa, ich war schweißgebadet und ich bin nur angeschaut und habe zu ihm gesagt, ich sterbe. Weil ich wirklich dachte, ich sterbe. Es war ein Schmerz, der war nicht mehr auszuhalten. Das war, du hast richtig gemerkt, wie deine Seele einfach deinen Körper verlässt, weil sie kann es nicht mehr aushalten. Und wir haben damals, das war mega coole Heilpraktikerin, die ist neben uns eingezogen und das ist auch bis heute eine ganz enge Freundin von uns. Und die hat da angerufen und hat gesagt, was soll ich mit der machen? Bei der ist aus, die kann nicht sprechen, die kann nicht atmen, bei der geht nichts mehr. Und sie hat ihm dann verschiedenste Sachen gesagt, die er machen soll. Das hat dann auch recht gut funktioniert. Und am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, ich glaube, ich weiß, was du hast. Du musst zu mir in die Praxis kommen. Dann bin ich zu ihr und dann hat sie sämtliche Tests gemacht. Und dann bin ich, glaube ich, eine Woche später wieder zu ihr und dann hat sie zu mir gesagt, so, ich weiß jetzt, was du hast. Du hast Endometriose und wenn wir das jetzt behandeln, dann wird wahrscheinlich dein Kinderwunsch auch erfüllt. So. Konntest du mit dem Begriff was anfangen? Null. War das ein Begriff schon? Null, nix. Wie alt warst du da? Da war ich, was wäre ich da gewesen sein? 27. Nein, überhaupt nicht, null. Und das war damals, und sie hat dann zu mir gesagt, wir müssen jetzt sofort mit der Behandlung beginnen. Und die hat mich dann, und das war einfach so mega cool, weil also ich wusste, für mich war das ja der normale Weg. Ich kannte ja jetzt den Weg, den man in Österreich geht, den kannte ich ja nicht, sondern für mich war das der normale Weg. Also die hat mich auf Diät gesetzt, die hat mich unterspritzt, die hat mir Infusionen gegeben, die hat alles, meine Schilddrüse, meine Nebennieren, meine Leber, also die hat mich wie quasi auseinandergenommen und neu zusammengebaut. Und die hat mich diagnostiziert im August und im Jänner sind wir nach Hause geflogen, weil wir haben immer so einen Heimatbesuch gemacht im Jahr. Und ich war bei meinem damaligen Frauenarzt und erzähle ihm das. Wow, und dann ist mir mal schlecht worden, weil der hat das jetzt überhaupt nicht so gesagt, wow, wie schön, dass du da so eine tolle Behandlung hast, sondern für den war es so, zuerst machen wir eine Spiegelung und dann machen wir das und dann kommst du in den künstlichen Wechsel und dann bist du 6 Monate im Wechsel und nach 6 Monaten hole ich dich da raus und dann musst du sofort schwanger werden. Und ich war echt so,
okay, nein, das machen wir nicht. Mhm. Und habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einmal meinen Weg Mhm. und dann werden wir ja mal schauen. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du nicht tust, was ich sag, dann wirst du für immer kinderlos bleiben. Und ich bin halt vom Sternzeichen ein Widder Mhm. und dachte mir, na, ich habe es ihm dann auch gesagt, sage ich, dann ist es eh meine Kinderlosigkeit. Mhm. Oder ich habe zu ihm gesagt, dann adoptiere ich halt oder Mhm. so. Mhm. Also ich war echt so, was willst du jetzt von mir? Und dann sind wir zurück nach Bali, dann ging meine Therapie weiter mit unserer Heilpraktikerin und im April war ich schmerzfrei. Mhm. Also das heißt von August August bis bis April und meine Tage im April, ich war schmerzfrei und das war so eine Lebensqualität, ich konnte es nicht glauben. Mhm. Und dann ist die Therapie weitergegangen bis Dezember. Und im Dezember checkt sie meinen Körper durch, meine Hormone, mein Blut, alles von oben bis unten. Und die sagt zu mir, du, dein Körper ist so sauber, du bist in 0, nix schwanger. Und im Jänner war ich schwanger. Und Mhm. dann mit Zwilling. Mhm. Und deswegen war das halt für mich der Weg, der halt, ja, es war halt mein Weg. Und war das eine Überraschung, dass du 2 Kinder unter deinem Herzen getragen hast? Oder hat's Ja. schon in der Familie schon Zwillinge Ja, wir gegeben? haben schon Zwilling, also meine Mama, dieser Zwilling, aber dieser eineiger Zwilling und meine Kinder sind zweieige, also ich weiß nicht, ob's, also keine Ahnung, gell, ob das da auch dann zusammenhängt. Ja, aber es waren dann es waren dann 2 In und, welcher Schwangerschaftswoche hast du das dann erfahren? in der 8. Ah, Al schon von so gleich. Ja, also ich wurde im Jänner schwanger, bin aber dann noch, wir waren auf der Insel Java, bin dann noch von Java nach Bali geflogen, bin dann von Bali nach Österreich geflogen, wusste aber nicht, dass ich schwanger bin, komme in Österreich an, denke mir an nichts, dass ich meine Tage noch nicht habe, weil Mhm. Jetlag und so. Mhm. Und irgendwann nach einer Woche denke ich mir, boah, es ist aber ein ganz schön langer Jetlag. Gell? So, hallo, was ist los, gell? Lieber Körper, was ist los? Und denke mir so, ja, kaufst halt einmal einen Schwangerschaftstest. Aber ich habe mir nichts erwartet, gell? Mhm. Mach den Schwangerschaftstest um 5 in der Früh und schau darauf und denke mir nur so, okay, hab den schön weggeräumt, bin wieder ins Bett gekrabbelt, habe mir nur gedacht, schön leise, gehst einmal schlafen und stehe dann auf in der Früh und da steht immer noch schwanger und ich so, boah, ich bin schwanger, gell? Das gibt's ja nicht. Und gehe zum Alex und ich so, ich bin schwanger. Mhm. Und das war natürlich dann wie so, alter Schwede. Und dann, es ist halt auch nicht cool, gell, bin ich halt wieder zu mein Frauenarzt angerufen, weil ich hatte eigentlich einen Termin zum die Eileiter durchblasen. Ja, genau. Mhm. Und ich rufe ihn an und ich sage zu ihm, du, ich bin schwanger. Und er sagt zu mir, schwanger bist du, wenn ich das sag. Und ich habe mir echt, das war so, weißt du, das war immer so, bäm, kriegst du eine drüber, gell? Mhm. Freust dich, kriegst du eine drüber, denke ich mir. Aber ich war zu jung. Mhm. Heute würde ich dem am Telefon sagen, ja, sag einmal, geht's noch? Mhm. Bin dann zu ihm, wir haben den Ultraschall gemacht und er sagt dann zu mir, du kriegst Zwilling. Und ich so, was? Gell? Ich war echt so, okay, passt. Ja, und dann ist es wieder weitergegangen. Dann hat er gesagt, so, Risikoschwangerschaft, du darfst nicht mehr nach Bali und 3 Wochen vorher holen wir sie sowieso raus. Und ich war echt so, ich bin dann runter von dem Stuhl und habe den Alex angeschaut, habe ich gesagt, buch den Flug. Ich so, ich muss da weg. Mhm. Sage ich kann das nicht. Mir ist das ist mir alles zu stressig. Mhm. Und er so, wie kannst du nur fliegen? Wie kannst du die Medizin der ersten Welt gegen die Medizin von der dritten Welt tauschen? Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich verstehe die aber boah, ich kann nicht. Mhm. Ich muss einfach das machen, was ich fühle. Mhm. Und dann sind wir zurück nach Bali. Und dann war der erste Gedanke, okay, ich komme dann mit den Zwillingen zurück, eben nach Österreich. Zur Geburt? Ja, zur Geburt. Und irgendwann, je größer der Bauch geworden ist, und ich finde ja, wenn du als Frau, und vor allem ein Zwillingsbauch ist halt wirklich sehr groß,
je größer dieser Bauch wird, desto mehr Erde bekommst du. Mhm. Und ich war so geerdet mit meinem Riesenbauch und habe mir irgendwann gedacht: „Na, ich kann nicht zurück nach Österreich. Ich habe mein Haus da, ich habe meine Freunde da und alle Indonesier kriegen auch Kinder. Mhm. Also, was soll's jetzt?“ Mhm. Ich habe dann einen mega coolen, Frauenarzt gefunden Mhm. und der hat mich dann die ganze Schwangerschaft begleitet. Mhm. Und der war mega entspannt. Mhm. Der war einfach immer entspannt, der war nur positiv. Mhm. Der hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, es kann mir nichts passieren, Mhm. gell? Mhm. Und somit es war dann zwar am Ende war es natürlich dann sehr, wie soll ich sagen, grenzwertig, weil mein Blutdruck so in die Höhe ist, Mhm. aber ja, er hat halt dann reagiert, gell? Mhm. Er hat gesagt, weil er hat zu mir gesagt: „Natürlich können wir eine natürliche Geburt versuchen.“ Mhm. Er hat gesagt: „Nur weil das Zwillinge Mhm. sind, warum soll das nicht gehen?“ Mhm. Er hat gesagt: „Wir schauen einfach, wie es dir geht.“ Mhm. Und dann war die letzte Untersuchung und mir ging's blendend. Also, ich habe jetzt nichts gespürt von einem hohen Blutdruck oder Blutdruck. also nix, gell? Und ich bin im Bikini-Oberteil mit dem dicken Bauch, mit meiner Yogahose zur Untersuchung, weil wir waren vorher noch an Strandspaziergang und dann bin ich im Krankenhaus gelandet mit alle komplett aufgeregt und hin und her und Welche Schwangerschaftswoche war das? 37. Mhm. Also, von dem her waren die Kinder waren eigentlich fertig. Mhm. Die waren ja auch riesengroß, also, die waren einfach riesengroß. Und ja, und er hat dann zu mir gesagt er: „Es tut mir leid, wir müssen die Kinder evakuieren.“ Also, er hat echt so evakuieren, damit mir klar wird, Mhm. Dass wie dieser Schritt jetzt ernst notwendig. ja, er war einfach so „Hey, jetzt ist fertig.“ Sagt er: „Entweder du hast einen Schlaganfall oder du hast Organversagen und jetzt ist einfach fertig.“ Ich sage: „Jetzt müssen wir ins Krankenhaus.“ Und dann ja, dann sind wir dorthin und dann muss ich glaube, ich hatte den schönsten Kaiserschnitt, den man sich vorstellen kann, Mhm. weil er war einfach so lieb, Mhm. gell? Und der hat mich so getragen und dann hat er den Schnitt gemacht und dann hat er den gesamten, OP-Raum hat das Licht runtergedreht und dann war das alles so ein goldenes Licht. Mhm. Und dann hat er den Lerner als Erstes genommen und während er den Popschi da so rauszieht, haben alle, der Anästhesist, die Hebamme, die Krankenschwestern, die haben alle ein balinesisches Mantra gesungen, um die beiden Seelen auf der Welt zu begrüßen. Und das war einfach ja, es war einfach eine total schöne Geburt, Mhm. obwohl sie halt ganz anders war als gewünscht. Bei mir denke, als Frau wünschst du dir ja trotzdem irgendwo eine natürliche Geburt. Ja, Oder halt aber bei es mir ist war es halt so, gell? aha. Ich hätte mir das halt gewünscht. Mhm. Aber so wie du es beschreibst, klingt es wunderschön. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man zwar weiß, du hast dir was gewünscht, aber dass es verschiedene Wege manchmal geben muss, Mhm, dass die Kinder geboren werden müssen und dass wir diese Wertigkeit nicht hineinkriegen, das ist eine gute Geburt, nur das kann eine gute mhm, sein, sondern dass auch ein Kaiserschnitt eine gute Geburt sein kann. mhm, Weil es immer, glaube ich, vor allem darum geht, wie man mit Menschen umgeht und wie viel Raum die Seele kriegt, um das mhm, alles zu integrieren. mhm, Und du kannst die gewünschteste Spontangeburt haben und für die Frau kann das total überfordernd sein, mhm. wenn die Umstände so sind, dass ihre Seele total überfordert ist mit der Mit der Situation, mit der Kraft Situation. oder mit allem einfach. Mhm, Und dass es manchmal sogar möglich ist, dass eine Seele überfordert ist, auch wenn alles medizinisch total gut läuft. Dass diese Kraft manchmal einfach richtig herausfordernd sein kann, mit der wir es zu tun haben bei einer Spontangeburt. Ähm, und, und deswegen ist es noch einmal so schön,
wie du es erzählst, wie schön du das erlebt hast, auch wenn es ein anderes Erlebnis Mhm. war, als du es dir gewünscht hast. Mhm. Und du hast 2 Söhne gekriegt? Mhm. Mhm. Und wir hatten, ich glaube, in Österreich ist das, keine Ahnung, habe ich zu wenig dann recherchiert. Ich habe mir eine Lotusgeburt gewünscht Mhm. und ich habe ihn auch währenddem er hat die Kinder halt rausgeholt und ich zu ihm gesagt: „Können wir Lotusgeburt machen?" Mhm. Und er war so süß und er so: „Yes, my pleasure." So nice. Vielleicht erzählst du Und ganz kurz, was die Lotusgeburt ist, für Lotusgeburt die, ist die einfach, dass man die Plazenta kommt mit heraus und die Plazenta bleibt an den Kindern attached, mhm. bis sich das Kind selber Mhm. abnabelt. Mhm. Und das dauert zwischen 2 und 9 Tage, ist bei jedem Baby anders. Mhm. Und es war sehr spannend, weil der Leander war der große Schwere. Mhm. Was reden wir, wenn wir Hm, schwer sagen ja, bei ich finde halt schon 3,5 Kilo wow. hat der gehabt. Und der Mhm. Luan war der kleinere, der hatte 3. Eigentlich auch Trotzdem genug, aber sehr, sehr gut er war halt ausgebacken. der Schmächtigere. Und bei dem hat es 5 Tage gedauert. Mhm. Und es war für mich so unglaublich. Wir waren dabei. Der ist mit seinem Beinchen rauf zur Nabelschnur, hat die mit den Zehen umwickelt und hat das weggerissen. Und Mhm. das war für uns echt so, boah, wie ist das möglich? Mhm. Nach 2 Tagen. Mhm. Also es war wirklich, ähm, ja, es war 'n mega Erlebnis für uns. Mhm. Das heißt, das war gar kein Problem. Wie viele Tage bist du im Krankenhaus geblieben? 2. 2 Tage? Die schicken dich dann heim. Und hast du dann dich pflegen lassen? Ja, und das ist halt auch, deswegen wünsche ich jeder Frau eine Doula, Mhm. wirklich, oder eine ganz liebe Mama oder Freundinnen oder liebe Schwiegermama, weil in Bali bist du einfach die Königin, gell, nach der Geburt. Mhm. Also ich bin da rein, wir sind zu unserem Haus und dann hat schon der Priester gewartet und die Mhm. ganzen alten Frauen vom Dorf und die haben mich willkommen geheißen und haben uns geräuchert und haben die Opfergaben vor den Türen gemacht, dass die quasi bösen Geister ja nicht mit reinkommen. Und dann kommst du da rein und dann ist alles gerichtet, dann kriegst du deine Tees und dein richtig gutes, erdendes Essen und die feiern dich einfach. Und das war so schön, weil ich war umgeben von balinesischen Frauen Mhm. und die haben mich genährt. Und dann ist quasi der Medizinmann gekommen, der hat mir so Kräutersäfte gemischt. Schmecken zwar grauslig, aber sehr egal, gell? Mhm. Kräutersäfte und wie die Narbe dann schön langsam, also wie der Heilprozess schon fortgeschritten war, haben sie mir angefangen mit Rizinusöl so verschiedenste Reibungen machen und den Bauch wickeln, dass sich das alles eben gut Mhm. zurückbilden kann. Und aufstehen darfst sowieso nicht. Mhm. Also du bleibst im Bett, du musst dich schonen, das muss alles wieder sich Mhm. stärken und so. Und die haben mir die Babys gebracht zum Stillen. Also ich war echt so eine richtige Mama, da Kind, so am Busen. Aber das war, Und hast du das auch gut nehmen können, dass ja, du dich verwöhnen lässt? ja, hätte es super nehmen können. Mhm. Also, das war so schön und der Alex, der war auch die ganze Zeit bei mir. Und in Bali ist es so, dass du kriegst eigentlich die ersten 3 Monate keinen Besuch. Mhm. Also, da traut sich niemand zu kommen, weil sie sagen, die Seele ist in Transition, ob sie Mhm. sich entscheidet zu Zu bleiben bleiben oder oder nicht? nicht, genau. Mhm. Und du darfst das Kind die ersten 3 Monate darfst auch den Boden nicht berühren. Mhm. Und wir haben dann aber unsere Mitarbeiter eingeladen zu uns, Mhm. natürlich, gell, weil natürlich waren sie alle gespannt, aber die wären nie im Leben wären die kommen. Haben halt Spanferkel gemacht und so richtig alle eingeladen. Und dann habe ich halt denen die Kinder gegeben und das war total süß, weil die haben die Kinder halt dann so durchgereicht und jeder ist mit der Stirn auf die Stirn vom Kind und Mhm. hat so gerochen. Und das ist so ja, die machen das halt so als Ritual, Mhm. dass die Kinder sich mit den Menschen vom Dorf halt verbinden Verbinden. können. Also, es war mega schön und dann mit 3 Monaten hast du diese 3-Monats-Zeremonie und da stellt der Priester das Baby quasi das erste Mal am Boden. Am Boden. So, das ist dann so, okay, die Dass es noch Seele einmal geerdet ist. ist, also jetzt ist der Körper beseelt und das Mhm. Kind
die Seele bleibt. Das Also beschreibst das du war total schön. schön. Ich sage den Eltern auch immer, oder ich beobachte es als Hebamme, die Kinder werden geboren und die sind noch lange nicht da, Na, die sondern es ist reisen. wirklich eine lange Transition noch. Manche brauchen länger, manche sind schneller, wo man dann merkt, okay, jetzt ist die Seele im Körper so richtig, jetzt sind sie da, jetzt sind sie geerdet, jetzt sind sie wirklich angekommen. Und es stimmt wirklich, Und dass du siehst. ja, Du genau, siehst es in den Augen von den Babys, okay, wusch, jetzt jetzt bist bist du du da. da. Und ich sehe auch, wenn man die Eltern aufmerksam macht drauf, dass sie diese Beobachtung einfach für sich haben, dass sie selbst dann, wenn ich einmal zur Visite komme, dann sagen sie: „Sala, jetzt weiß ich, jetzt ist es da. Jetzt ist es wirklich im Körper. Jetzt ist es gelandet.“ Und also die 3 Monate hast du da eher dann Ruhe gegeben und dann habt ihr also dann wart ihr gut eingeteilt mit Hotel, mit Gästen, mit 2 Kindern oder habt ihr immer gute Unterstützung um euch herum gehabt? Na, also wir haben uns das in Bali so aufgebaut, dass wir alles, auch während der Schwangerschaft, wir haben das Setup so gemacht, dass wir konnten dann einfach weg sein. Also die Mitarbeiter haben quasi das Operative gemacht und die Besprechungen, die waren bei uns im Haus und das war halt auch so lustig, weil ich habe halt nonstop gestillt. Ich meine, es sind halt 2 Kinder und du bist in den Tropen und es ist heiß. Das heißt, du hast beide vollgestillt? Ja, Vollgas. Also ich habe Vollgas gestillt, alle 1,5 Stunden. Ich war eigentlich nur am Stillen. Ich habe überhaupt nichts anderes gemacht. Der Alex hat mich dann nebenbei mal gefüttert und diese Energy Balls haben es gemacht mit Datteln und was weiß ich damit. Und jeden Abend habe ich ein dunkles Bier getrunken und habe mir nur gedacht, wieder ein Tag geschafft, weil ein Zwilling ist einfach echt eine andere Story, gell? Und mir war das dann auch, es war mir einfach auch alles so wurscht, gell? Ich habe mir die T-Shirts aufgeschnitten, habe meinen Busen raushängen lassen, weil ich mir gedacht habe, schau, das ist jetzt einfach kein Busen, das ist ein Nahrungsmittel, das ist für meine Kinder und das war mir so wurscht. Ich bin oben ohne durch die Gegend gerannt, dass meine Nippel trocknen können und das war aber so mega cool, weil unser Manager kommt bei der Tür rein, der hätte sich kein einziges Mal erlaubt, dass er mir im Busen schaut. Also die sind alle vor mir gestanden, ins Gesicht. Ich bin auch beim Meeting gesessen, oben ohne, es war mir wurscht. Ich habe mir gedacht, Leute, ich habe 2 Kinder produziert und geboren, mir ist das wurscht. Und deswegen, ja, ich war Vollgas drin in dem Stillthema. Ich wollte es unbedingt, ich bin auch durch die Brustentzündungen durchmarschiert. Also ich war schon hardcore unterwegs, aber ich wollte es halt unbedingt. Also hat mein Hirn das irgendwie geschafft, dass ich das durchziehe. Gell? Und dann habe ich sie halt 6 Monate voll gestillt und dann habe ich angefangen mit Zufüttern. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, hast du damals eine Idee gehabt oder konntest du damals überhaupt den Gedanken fassen, was das jetzt für dich als Frau in deinem Leben verändert hat, indem du 2 Kinder hast? Indem du Mama geworden bist. Wie war dieser Prozess oder bist du da so hineingeschubst worden in dieses Mama-Sein, dass du gar keine Kapazität gehabt hast, drüber nachzudenken, was es jetzt heißt, Mama zu sein? Na, also ich hab tatsächlich keine Zeit gehabt, weil es eben 2 waren. Und weil die Geburt wirklich von jetzt auf gleich passiert ist. Das heißt, meine Psyche ist im ersten Moment nicht nachgekommen. Ja, genau. Gell? Und auf einmal liege ich da im Krankenhaus und da liegen 2 Babys in meinem Arm und ich habe mir nur gedacht, wow, okay, das sind jetzt deine und jetzt musst du schauen, dass die überleben. Also das war wirklich so, nein, es war keine Zeit zum Nachdenken und dann war es halt, es war einfach stillen und Windel wechseln und mehr war da nicht. Und wann würdest du sagen, wann das so der Moment, wo du wieder also mal so innehalten konntest und so ein bisschen zurückdenken konntest, was da jetzt alles passiert ist? War das ein Jahr? Ja, nach einem Jahr. Mhm. Nach einem Jahr, da gibt es sogar ein Foto vom ersten Geburtstag von Leander und Luan, wo wenn ich mich am Foto anschaue, denke ich mir,
Da hast Okay, du's geil. verstanden. Da hast das erste Mal nach dem Jahr hast du wieder das Gefühl gehabt, du bist eine Frau. Mhm. Du bist jetzt nicht nur entweder eine Milchmaschine oder einfach, ja, eben die Mama, die einfach schaut, dass diese 2 Babys da drüber kommen. Mhm. Mhm. Also, es war wirklich, ja, deswegen ich habe mega viel vergessen durch die Schlaflosigkeit. Und hast du das Gefühl gehabt, dass Alex gut in seine Rolle hineingefunden hat und Ja, gewusst voll, hat, was man jetzt als voll. Partner, als Papa zu tun hat? Ja, Weil voll. er es vorher auch nicht geübt Na, weil der war on. Der war auch Also, der war on und der hat ja so riesen Hände. Das heißt, der hat immer ein Kind hat er mal so und eins hat er so. Und wenn er gewickelt hat und wir waren ja die Überhippies, würde ich heute nie mehr machen, wir haben ja mit Stoffwindeln gewickelt. Also, wie blöd kann man sein, gell? Aber das war halt unser Weg. Wir mussten durch diesen Prozess durch. Es hilft ja nichts. Und der Alex, also der hätte auch gestillt, wenn es möglich Wenn's gewesen möglich wäre. Er hätte sie auch geboren. Aber na, also der ist mega, der ist Der hat sich sofort als Vaterfigur angenommen. sofort, ja, der war so happy. Mhm. Der war so stolz, der war komplett wusch, der ist da eingetaucht. Und wenn du heute so an dich zurückdenkst, wie das für dich war, bist du stolz auf dich? Ja, ich bin stolz auf mich und denke mir jetzt im Nachhinein, du hättest dir einiges leichter machen können, wenn du nicht so stur wärst. Aber im Nachhinein bist du immer gescheiter. Mhm. Und wie viele Jahre sind dann zwischen den Zwillingen und eurer Tochter? 3,5. 3,5. Eigentlich gar nicht. Also eigentlich habt ihr das so gut integriert, dass ihr gleich wieder bald Kinderwunsch gehabt habt. Naja, wir haben einen Kinderwunsch gehabt, aber wir wussten ja nicht, ob das Das jetzt funktionieren wird. genau, ob das jetzt eben so bleibt, wie es oder ja, eben. Wir haben ja nicht gewusst und ich war eigentlich darauf eingestellt, so wenn Leander und Luan, also wenn sie so 3,5 sind, dann. Mhm. Und wir haben halt dann gesagt, ja, okay, jetzt fangen wir halt quasi einmal an. Mhm. Ich werde den Tag nicht vergessen. Ich sitze mit meiner Freundin beim Kaffee, Mhm. nimm einen Schluck vom Cappuccino und ich spüre in meinem Körper und ich schaue sie an und sage zu ihr, ich bin schwanger. Sie so, was? Ich so, ich bin jetzt in der Sekunde schwanger geworden. Sag ich, ich schwöre dir, ich habe gemerkt, wie das Ei raufgesaugt wird. Und sie schaut mir an und sagt sie, Was ist mit dir was ist los? denn mit dir los? Sag ich spüre meinen Körper einfach. Ich bin jetzt in der Sekunde, wo wir da sitzen, schwanger geworden. Sag ich, muss jetzt heimfahren. Dann bin ich zum Alex, sag ich bin schwanger. Also du bist nicht schwanger. Ich so, ich bin schwanger zu 1000%. Ja, und ich war schwanger. Mit der Cosma. So war das. Ich habe sofort gewusst, es ist ein Mädchen. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, ich bin schwanger, es ist ein Mädchen. Er so, er war echt so, was? Ich so, ja, kannst du einen Schwangerschaftstest kaufen? Und dann habe ich den ersten Ultraschall gekriegt von meinem Frauenarzt. Dann habe ich gleich ein Krönchen raufgesetzt, habe es meiner Mutter geschickt, sage ich, du kannst rosa kaufen. Sie so, was? Das kannst du nicht sagen. Ich so, doch. Es gibt halt Dinge als Frau, die weißt du. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und so war das dann. Das heißt, ein Kind rechts unterm Arm, das andere links, ein Hotel Und eins und unterm eins Herz. unterm Herzen Ja. Und 3 Hunde. und 3 Hunde. Ja. Großartig. Und wie ging es dann weiter? Dann war also ja, mit der Cosma war es ein bisschen ein Hoppala, weil die Cosma, die war sich, glaube ich, nicht so sicher, ob sie wirklich kommen will. Also mit der Cosma, die Schwangerschaft, das waren wirklich Up and Downs. Mhm. Also zuerst war so eine starke Blutung, dass für mich logisch war, okay, die Schwangerschaft ist vorbei und bin dann auch nicht sofort zum Arzt, weil also das war halt einfach für mich, was da alles aus meinem Körper raus ist, das war logisch, das ist erledigt. Nach einer Woche dann immer noch Morgenübelkeit, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte ich mal doch zum Arzt. Er so, na, du bist 100%ig schwanger. Ich so, okay, also doch. Das war dann echt so ein bisschen so ein emotionaler Rollercoaster. Und
dann hatte ich bei der Cosma, glaube ich, insgesamt, ich glaube, noch 3 Blutungen. Also, Mhm. ich musste eigentlich ziemlich viel liegen Mhm. bei der Cosma oder halt immer wieder liegen und rasten und Weißt du, warum diese Blutungen aufgetreten sind? Kannst du dich noch erinnern? na, ich weiß es nicht. Ob da ein Hämatom geblutet hat? Keine Ahnung. Auf Es war jeden einfach Fall sind vielleicht war ich einfach auch müde, gell? Ich habe ja mhm. trotzdem 2 kleine ich habe ja trotzdem 2 kleine Kinder gehabt und die Mhm. wollten einfach trotzdem die Mama. Und die Mhm. wollten auch in der Nacht die Mama und der Mhm. Bauch ist auch immer größer geworden. Also, vielleicht war es dann eben auch Erschöpfung, ich weiß es nicht, Mhm. warum das bei der Cosma so war. Und würdest du das auch so beschreiben, die mehrgebärenden Frauen, also wenn man nicht das erste Mal schwanger ist, dass dann die zweite, die dritte Schwangerschaft, wenn sie so nah beieinander sind, einfach so ein bisschen by the way laufen, dass man gar nicht diese Aufmerksamkeit hat, Ja, diese hohe, dass man genau weiß, in welcher Schwangerschaftswoche man ja, ist. Und also die hat ihren Raum gehabt, sich zu ja. entfalten. Na, bei der da hast du nicht so 'n du hast halt einfach 2 kleine Kinder. Es ist einfach so. Und es gibt ja auch einen Grund, warum jetzt zum Beispiel die chinesische Medizin sagt, 5 Jahre nach der Geburt ist der Mhm. Körper eigentlich Erholt. erst wieder Mhm. erholt. Und wenn du dann bei der Cosma einfach darüber nachgedacht hast, wo die Geburt also wie soll da die Geburt stattfinden? Was waren da dann deine Überlegungen und Gedanken? Oder wie ist Ja, dann Bali damit umgegangen? naja, ich wollte halt unbedingt eine natürliche Geburt. Mhm. Logisch, weil ich's ja Nicht gehabt nicht hast. gehabt habe und für mich war's halt wichtig. Mhm. Und ich habe dann mit meiner Hebamme gesprochen und die hat zu mir gesagt, für sie ist das überhaupt kein Thema, Mhm. weil es gibt ja eben die VBAC und man Mhm. muss, also Vaginal Birth Birth after after Cesarean. Cesarean, und man muss das halt einfach in der Schwangerschaft beobachten. Und dann bin ich zu meinem Frauenarzt und habe zu ihm gesagt, du, ich hätte gerne eine natürliche Geburt, wie siehst du das? Und er hat zu mir gesagt, schau, nachdem ich den Kaiserschnitt gemacht habe, Mhm. ich weiß ja, was ich gemacht habe. Mhm. Und er hat gesagt, es ist immer ein Unterschied, ob du schneidest oder reißt. Mhm. Und er sagt, er schneidet halt nur den ersten Teil und die Gebärmutter reißt er, weil durch das Reißen verheilt es eben besser. Mhm. Und ich habe auch im Nachhinein, also nach dem Kaiserschnitt, den Kaiserschnitt unterspritzen lassen, Mhm. damit sich kein Narbengewebe bilden kann. Und er hat immer bei Ultraschall gecheckt, wie entwickelt sich die Narbe mit der Größe vom Bauch. Mhm. Und er hat immer gesagt, du, den Schnitt sieht man fast nicht. Also Mhm. von ihm aus Ist es kein Problem. ist es überhaupt kein Thema, aber er möchte wirklich bis ganz zum Schluss, 39. Woche, also er möchte wirklich bis zum Schluss warten, dann Mhm. noch einmal einen Ultraschall machen und erst dann gibt er mir das Go, weil er gesagt, wenn sich jetzt die Narbe, wenn die jetzt auseinandergeht, Mhm. sagt er, dann lässt Dann er ist das nicht, dann ist mhm. das zu gefährlich. Und ich habe zu ihm gesagt, ne, und wie ist es dann mit einer Hausgeburt? Weil in Bali ist es halt so, wenn du mit einer natürlichen Geburt ins Krankenhaus kommst, dann kommst du nicht mit einer natürlichen Geburt raus. Mhm. Weil Das das ist dort einfach so. Weil der Kaiserschnitt kostet einfach mehr und das Krankenhaus, ja, es mhm. ist halt einfach so. Und ich habe zu ihm gesagt, wie machen wir das? Und er hat zu mir gesagt, schau, du kannst eine Hausgeburt haben. Für ihn rein, also jetzt was die Narbe betrifft, Mhm. hat er gesagt, ist das überhaupt Und war es möglich? kein Also Thema. nehmen die Hebammen auf Bali Hausgeburt nach Kaiserschnitt an? Ja, Das war kein Thema. weil denen nichts passieren kann. Mhm. Wenn, wenn ich gestorben wäre, Mhm. dann wäre dir nichts passiert. Mhm. Weil den Balinesen wurscht ist, was jetzt jemand aus dem Ausland macht. Mhm. Also, ja, Mhm. dann hätte ich halt Pech gehabt. Mhm. Aber der Hebamme rein rechtlich kann der nichts passieren. Mhm. Und von dem her, ja, das ist es halt. Dort im Prinzip kannst du machen, was du willst. Musst halt in deine Mhm. Eigenverantwortung. Mhm. Und dann war das für mich, und bei mir ist halt so, ich habe gewusst, wenn eine Angst in mir aufkommt, Ja.
dann muss ich ins Krankenhaus. Ja. Weil dann sagt mir quasi meine höhere Führung, hör zu, das geht nicht gut. Aber ich war halt komplett im Vertrauen und deswegen habe ich gewusst, okay, ich mache eine Hausgeburt. Wie war das dann? Hätte ich die Geburt komplett allein gesteuert, dann wäre es, glaube ich, eine komplett perfekte Geburt gewesen. Aber nachdem sich die Hebamme zu viel eingemischt hat, war es dann eigentlich eine Katastrophe. Jetzt auch im Nachhinein war es eigentlich eine Katastrophe, aber nur also emotional und körperlich. Magst du das teilen? Was war da, was du als katastrophal bezeichnen würdest? Die Übergriffigkeit von ihr. Also ich war mit der Cosma komplett, also die Wehen haben angefangen und ich habe gewusst, okay, das hört nicht mehr auf. Habe mich dann auch in mein Zimmer verzogen, habe zum Alex gesagt, kümmere dich um die Kinder, bring sie ins Bett, ich gehe jetzt einmal atmen, weil das, sage ich, das Kind kommt heute. Da ist kein Zurück mehr. Und bin dann in mein Zimmer und habe mich komplett mit diesem Kind eingetunt. Und habe geatmet und geatmet und geatmet und irgendwann waren so die Wehen alle 2 Minuten. Da habe ich mir gedacht, jetzt sollte ich mal die Hebamme anrufen. Und dann habe ich gesagt, du, da ist alle 2 Minuten, gell, also da ist kein Zurück mehr. Sie so, ja passt, sie kommt. Und dann hat die halt einfach ein paar Fehler gemacht. Die hat die zweite Hebamme nicht mitgebracht, aus welchem Grund auch immer, obwohl das so besprochen war. Und sie hat irgendwann ihre Geschichte in meine Geschichte hineingebracht, weil ich war mit der Cosma komplett connected. Also das war so, ich habe sowas noch nie erlebt. Aber ich wusste, was dieses Kind braucht. Die hat mir Bilder geschickt, die hat mir gezeigt, sie hat die Nabelschnur im Hals. Also das war so ein mega Psychic-Erlebnis. Und ich habe ihr das ja immer gesagt. Ich habe gesagt, nein, es geht mir gut, das ist alles super, das ist mit der Cosma hin und her. Und dann ist der Doppler von ihr ausgefallen und sie konnte die Herzschläge nicht mehr messen. Und dann ist sie in ihre Angst. Und ich habe aber immer zu ihr gesagt, nur du bist halt irgendwann, wenn du in dem Geburtsprozess bist, hey, du kannst dich nicht mehr um das kümmern. Weil du bist einfach in einem Trancezustand, du bist am Schmerz ausgesetzt und in Wirklichkeit musst du einfach in Ruhe gelassen werden. Und ich habe dann zu ihr immer gesagt, es ist alles okay, der geht's gut. Und die ist nicht mehr aus ihrer Panik raus, dann hat sie mich aus dem aus dem Becken raus und hat mir am Boden hingesetzt und dann hat sie echt so, und du musst pressen und ich so, ja, weil ich kann nicht pressen, gell? Es fühlt sich nicht an nach Pressen. Sie so, doch, du musst pressen und dann hat sie mich in Wirklichkeit, keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden, ich weiß es nicht mehr. Sie hat mich ewig lang pressen lassen. Und irgendwann sage ich zum Alex, ich will jetzt keinen Bock mehr. Sage ich, dann bleibt das Kind halt drin, gell? Also ich war echt so, sage ich kann nicht mehr, da ist nichts zum Pressen. Sage ich, die will nicht raus, keine Ahnung, was da los ist, ich kann nicht mehr. Und eine Freundin von mir war dabei und die war fast am Ende ihrer Akupunkturausbildung und die hat mich irgendwann angeschaut und hat gesagt, und jetzt reicht's. Und dann hat sie mir da oben 2 Nadeln reingehaut, gell? Weil die war echt so, sagt sie, so, und jetzt ist genug. Wusch, haut mir die Nadeln rein und dann, Halleluja, dann ist so richtig losgegangen. Aber durch diesen Pressprozess, oder der eigentlich nicht so weit war, nicht so weit war, konnte sich mein Gewebe nicht durchbluten. Und dann ist da ein Körper rauskommen, auf den aber mein Körper noch überhaupt nicht vorbereitet war. Und noch dazu ist die Cosma halt, die hat ihre Faust vor der Stirn gehabt und die ist dann rausgekommen. Jetzt war das ja so der Umfang sowieso schon größer. Und dann am Schluss hat sie mich quasi nur mit dem Ellbogen aufgeschlitzt. Gell? Und dann habe ich mich auseinanderbrechen gehört. Und Schmerzen habe ich keine gespürt. Also das ist echt, die Hormone sind mega, spüren tust nichts. Ich habe es gehört und habe mir nur gedacht, wow,
was ist jetzt passiert? Und dann war das Kind heraus und ich war einfach froh, dass sie heraus ist. Und das andere war alles, der ganze Prozess danach, das Nähen von meiner Geburtsverletzung und auch wie die Hebamme mit mir gesprochen hat, das war in dem Moment, war das nicht präsent für mich, weil ich glaube, dass der Körper oder vielleicht war meine Seele mir, ich glaube, ich habe mir auch irgendwie von oben zugesehen. Ich glaube nicht, dass ich wirklich drinnen war aus Schutz. Und das richtige Geburtstrauma ist dann eingekickt, wie so nach ein paar Tagen so wirklich das Progesteron abgefallen ist und wo ich auf einmal gecheckt habe, so, wow, was ist denn da eigentlich passiert? Und das war für mich persönlich wie eine Vergewaltigung. Und dann bin ich in so ein Geburtstrauma reingeschlittert, weil ich habe mich so verletzt gefühlt, weil die Hebamme ja wusste, wie wichtig mir eine natürliche Geburt ist. Und dass sie sich da dann überhaupt nicht zurücknehmen hat können, beziehungsweise dass sie alleine gekommen ist, das war für mich einfach so, ich war so wütend. Und ich habe so viel gelernt jetzt im Nachhinein bin ich auch dankbar für diese Geburt, weil sie mich auch zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Also jetzt checke ich auch, warum musste ich genau diese Geburt haben? Warum musste ich genau durch diese Prozesse durchgehen? Warum musste ich erleben, welche Kraft hat Hass? Und Halleluja, also Hass hat die gleiche Kraft wie Liebe. Das ist so ein Gefühl, das dich so übermannt. Ich habe diese Frau so gehasst. Und das war erschreckend, was da für Emotion in dir rauskommen kann. Und ich war traurig und ich habe, also von der Gefühlskala bin ich jedes Gefühl durch und war dann eben in so einem Mega-Geburtstrauma drinnen und eigentlich wollte ich nur mehr sterben. Ich bin echt am Abend, ich bin ins Bett, habe die Augen zugemacht, habe nur gesagt, bitte lieber Gott, ich will morgen einfach die Augen nicht aufmachen. Ich halte es nicht aus, ich halte es emotional und körperlich nicht aus. Und deswegen, weißt du, es gibt Leute, die verurteilen Frauen, die sich das Leben nehmen. Gell? Aber wenn man nicht weiß, wie sich das anfühlt, dann kannst du niemanden verurteilen, weil es liegt dieses perfekte, neugeborene, gesunde Baby neben dir und es ist dir wurscht, dass es da liegt. Das Einzige, was du willst, ist die Augen zumachen und nichts mehr spüren. Wie hat zum Beispiel vor allem Alex das realisiert und deine Umwelt, die um dich herum war, in welchem Zustand du bist? Weil in dem Moment bist du ja so neben dir, dass du das ja gar nicht einordnen kannst. Heute, wenn du retrospektiv hinschaust und darüber nachdenkst, kannst du das beschreiben in dem Moment, wenn du mittendrin bist. Ist dir das ja nicht so bewusst. Wie findest du heute, aus der Sicht von heute, hat deine Umgebung und Alex, wie haben die das erkannt, in welchem Zustand du bist? Oder wie lange hat es gedauert, bis jemand von außen realisiert hat, wie es dir eigentlich geht? Der Alex hat sofort gecheckt. Der ist mir auch wirklich, der Alex, der ist mir bis aufs Klo nach. Der hat so eine Angst um mich gehabt, weil der hat einfach gewusst, da passt irgendwas überhaupt nicht. Und wir haben dann viel drüber geredet, weil er mich ja auch gepflegt hat, also die Geburtsverletzung. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, du, ich muss, glaube ich brauche Hilfe. Also irgendwas passt da bei mir überhaupt nicht. Und bin dann zu unserer Heilpraktikerin und die hat zu mir gesagt, schau, alleine, dass du jetzt bei mir sitzt. Sie hat gesagt, dir kann jetzt nichts mehr passieren, weil du checkst, dass was nicht passt. Und die hat mich dann super aufgebaut und ich bin dann noch zu einer anderen Hebamme, die zur Traumatherapie. Und die hat dann mit mir gemeinsam in verschiedenen Sessions, haben wir mein Hirn umprogrammiert und haben meinem Hirn die Geschichte von einer anderen Geburt erzählt. Wie viele Monate nach der Geburt war das eigentlich, wo du gewusst hast, da passt was nicht
Und jetzt brauchst du Hilfe. Ja, das war relativ bald. Schon? Ja, das war relativ bald, weil mich ja der Schmerz jeden Tag dran erinnert hat. Der Von Geburtsverletzungen. Also, es war sicher relativ bald. Es war das stimmt nicht. Es war zuerst am Anfang, ein paar Tage nach der Geburt, da war's schlimm. Dann war es so halbwegs okay, nach 3 Monaten. Mhm. Bist du gescheit. Nach 3 Monaten, da bin ich komplett ins Loch. Mhm. Und da wollte die Hebamme dann auch nicht mehr sehen. Ich habe gesagt zum Alex, sage ich: „Die kommt mir nicht mehr ins Haus." Mhm. Mhm. Und das war wirklich schade, gell, wenn du dir das aber eben, wie gesagt, heute also, vor, keine Ahnung, 8 Jahren hätte ich dir das nicht so erzählen können. Da hätten wir schon einen Berg Das Taschentücher. sind Tücher da. Aber ich bin halt da jetzt durch, Mhm. weißt du? Das ist meine Geschichte und deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass die Frauen verstehen oder für mich ist es so wichtig, dass wenn Frauen zum Beispiel in Geburtsvorbereitungskursen gehen, erzähl's den Frauen nicht immer, dass alles rosarot ist. Mhm. Warum erzählt man den Frauen immer, es ist alles so schön und die Geburt ist so toll und du triffst die Liebe deines Lebens? Du, vielleicht empfinden das manche Frauen einfach nicht so. Vielleicht empfinden Frauen im ersten Moment nicht die Liebe für dieses Baby, weil sie einfach überfordert sind und dann glaubt die Frau automatisch, mit ihr ist was falsch, Ja, genau. weil ja alle immer sagen, man trifft die Liebe seines Lebens. Und also deswegen war ich durch meine Geschichte so, du kannst keine Frau verurteilen, wenn sie von vornherein sagt, ich wünsche mir einen Kaiserschnitt. Mhm. Weil du kennst ihre Geschichte nicht. Du Ganz weißt genau. nicht, wie viel hat sie gehört, was hat sie erlebt. Lasst doch die Frauen in Ruhe. Und Mhm. lasst die Frauen in Ruhe, die sagen, ich möchte eine natürliche Geburt. Aber dann klärt die Frauen auf. Es Mhm. gibt Geburtsverletzungen, das kann passieren, muss nicht passieren, aber es ist was Normales. Mhm. Wann hat es angefangen, dass alles so in rosarote Watte eingebauscht wird? Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich weiß, ich habe gerade neulich eine Situation gehabt. Ich wurde ganz unerwartet von Medien angerufen, kontaktiert und sie wollten irgendwie ein bisschen darüber diskutieren, wie hoch die Kaiserschnittrate ist. Und die ist definitiv für die Verhältnisse, in denen wir leben, sehr hoch. Mhm, die Da ist muss man hoch, ja. sich fragen, Mhm. was hat unsere Gesellschaft so weit gebracht, Mhm. dass es so ist. Und das ist ein anderer Diskurs. Aber sie wollten eigentlich so ein bisschen auf das hinzoomen, warum gibt es so viele und was kann man anders machen. Und ich habe dem gleich von Haus aus gesagt, wenn Sie jetzt glauben, wenn Sie mich als Hausgeburtshebamme kontaktieren und mein Statement dazu haben wollen, wird das Statement womöglich anders ausfallen, als Sie sich das vorstellen. Weil auch wenn ich Hausgeburtshebamme bin, ich nicht der Meinung bin, dass eine Hausgeburt per se oder auch eine Spontangeburt immer die ultimative und die beste Lösung für die Frau Ja. ist. Hinter jedem Kaiserschnitt liegt eine Geschichte. Und diese Geschichte hat manchmal Motivationen einer Frau, die wir gar nicht erahnen können, die sie selber noch am Anfang nicht weiß, aber ihre Seele ihr womöglich sagt, dass das ihr Weg ist, weil sie weiß, was unbewusst in ihr vergraben Schlummert. ist und was da schlummert. Und das ist ein Diskurs, den haben wir in der Geburtshilfe so noch gar nicht. Und natürlich macht die Gesellschaft auch was, wie sie über Geburt berichtet. Und, und ich finde es immer spannend, herauszufinden, was ist die Motivation dahinter? Mhm. Schaffe ich es als Hebamme, als Fachfrau, in diese vielleicht 80-90% hineinschauen zu können, die Frau zuallermeist zu dieser Entscheidung führen oder nicht? Und wer bin ich, das dann entscheiden kann, dass für diese Frau nur das der richtige Das Weg Richtige ist, ist. ja? Und und dann und dann waren die sehr offen und haben tatsächlich, weil du weißt, du hast wahrscheinlich auch schon einige Interviews gegeben, man ist dann immer sehr gespannt, was wirklich in der Zeitung steht zu dem, was man sagt. Und der hat es wirklich, glaube ich, so
Also es wurde so berichtet oder so gedruckt, wie ich es gesagt habe. Und dann habe ich interessanterweise einige also so Anmerkungen aus der Fachwelt gekriegt, ich hätte mich viel zu wenig für die Spontangeburt eingesetzt und sie hätten erwartet, dass ich viel mehr für Spontangeburt plädiere, was ich ja grundsätzlich tue. Aber ich habe das Gefühl, je länger ich Hebamme bin, umso mehr Demut habe ich eigentlich vor dem, was ich da mache und was ich da tue. Und einfach diese Demut und Respekt vor den Seelen, von den Frauen, die vor mir sind als Human Being und einfach dieses Bewusstsein auch darüber, wie viel ich über die Frau gar nicht weiß und wie viel sie selbst über sich noch gar nicht Nicht weiß, weiß. dass sie eine Motivation hat. Weil ich mich in den letzten Jahren sehr viel damit auseinandergesetzt habe, mit Trauma auseinandergesetzt habe, wie das funktioniert, wie wir das verarbeiten und wie wir einfach als Human Being funktionieren, wie wir speichern, welche Muster wir in uns tragen und wie uns diese Muster dann unterschiedliche Motivationen auf den Tisch legen eigentlich und Entscheidungen, die wir im Leben treffen oder Wege, die wir im Leben dann eigentlich gehen. Deswegen berührt mich eigentlich deine Geschichte sehr, wo man einfach noch einmal ganz klar sieht, es ist einfach so wichtig, dass wir keine Wertigkeit in einen Kaiserschnitt oder in eine Spontangeburt hineinlegen, weil es primär gar nicht darum geht. Und es schön ist, das so zu hören, weil viele Frauen sich in Frage stellen oder das Gefühl haben, dass ihnen etwas abgenommen wurde, indem sie einen Kaiserschnitt haben und dass sie versagt haben, dass es so war und dass sie nur eine gute Geburtsgeschichte hätten, wenn sie jetzt über, ich weiß nicht, was für eine Spontangeburt erzählen und ich mir manchmal denke, es ist eigentlich schon irre, wie das funktioniert, dass wir uns, egal wie der Weg ist, ob es jetzt der Kaiserschnitt ist oder Spontangeburt ist, was die Frau trotzdem als Mensch ein Risiko eingeht, Ja, wenn sie voll. sich in diese Geschichte, auf diese Geschichte einlässt Ja, eigentlich. voll. Ich mein, auch im Nachhinein ist für mich, obwohl Cosmas Geburt einfach so hardcore war im Outcome, ich würde es immer wieder machen. Mhm. Also ich bin schon eine Frau, also ich würde immer wieder die natürliche Geburt wählen. Einfach aus der, du, einfach diese Kraft, die in dir passiert, das ist wirklich, als würde von oben Licht durch dich durchströmen und wusch durch dich dann raus und es kommt dieses Leben auf die Welt. Und mir haben auch die Wehen nichts ausgemacht. Also das war wirklich, dieser Schmerz war für mich, der Alex hat immer zu mir gesagt, wie haltest du das aus? Sag ich, mir macht das nichts. Sag ich freue mich eigentlich auf jede Wehe, die kommt, weil dann weiß ich, passt, es zieht wieder mehr auf und ich mache mich noch mehr auf und man muss sich ja überlegen, was was energetisch und spirituell passiert. Ich meine, du bringst von der spirituellen Welt eine Seele auf die Erde und materialisierst das. Das ist ja unpackbar, was wir da leisten. Und deswegen durch diese Urkraft, durch die wir da durchgehen, das ist für mich der Grund, warum ich immer auf eine natürliche Geburt gehen würde. Und ich rede aber auch mit jeder Frau so. Ich sage, schau, ich wünsche dir natürliche Geburt aus dem und dem Grund. Aber wenn du dich für eine Bauchgeburt entscheidest, die ist nur 3 Zentimeter weiter oben, dann ist es auch voll okay. Und behalte dir halt immer im Kopf, dass es immer gut ist, so wie du dich für das entschieden hast. Weil wir halt alle so reingepresst werden in irgendeiner... dass nur eins ja, richtig dass nur ist. eins richtig ist. Aber eben, wie gesagt, ich bin halt absolut die
Frau für natürliche Geburt und Weißt ich du, was hatte halt beides. ja, weißt du, was ich sagen würde? Du bist die Frau für Reibung. Ja, Weil, so. also, gleich, ich glaube, ganz abgesehen, so viel ich dich jetzt schon kennengelernt habe, du weißt, dass in der Reibung und im Widerstand und in Überwindung von Widerstand was Neues geboren werden kann. Mhm. Und dass das vielleicht eine tiefe Gesetzmäßigkeit des Lebens ist oder unseres Daseins auf dem Mhm. Planeten ist. Und dass du weißt, wenn mir eine Kraft begegnet, dann kann was Neues daraus geboren Mhm. werden, auch wenn man das vielleicht in dem Moment gar nicht so benennen würde, Mhm. aber retrospektiv weiß man dann, wow, ja. Ich finde es total schön, wenn es möglich ist, dass wir retrospektiv immer wieder so Kreise ziehen für uns persönlich, wo wir sehen, da waren die heftigsten Reibungen in meinem Leben, aber genau die haben mich irgendwie Ja, genau zu diesem Menschen ja. gemacht, die ich oder der ich jetzt bin. Mhm. Und ich weiß, ohne diese Erfahrung würde ich so viele Ebenen nicht einmal beschnuppern, Mhm. nicht einmal eine Idee darüber haben, was das heißt. Ich denke mich auch, ich habe mit einem meiner Kinder einen besonderen Weg und das ist ein Weg, der sehr viel Reibung mit sich gebracht hat, auch sehr viele Emotionen, aber andererseits weiß ich ganz zutiefst, dass wir nicht die zwei wären, die wir heute sind, wenn dieser Weg, den vor allem wir zwei am intensivsten miteinander hatten, eigentlich nicht hätten. Mhm. Und es vielleicht blöd klingt, wenn man dann etwas, was die Gesellschaft vielleicht als negativ so nur darstellen würde, sagen würde, oh Gott, ist das hart. Ja, aber wir wissen Ja, jetzt, was wir da alles schaffen. aber die Und Gesellschaft sieht immer nur den Ausschnitt Ausschnitt, von ja deinem genau. Alltag und das ist auch immer das, mein Judging Mind Mhm. steigt halt, je älter ich werde, desto mehr steigt es aus dem aus. Ich Mhm. kann halt die Menschen so nehmen, wie sie sind. Ich judge nicht mehr, weil ich selber so viele Wege Mhm. hinter mir habe. Und es ist ja immer so, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Mhm. Und ich bin mega dankbar für den gesamten Weg also der Weg zur Mutter, Mhm. weil einfach so viel dabei war, von der Kinderlosigkeit zur Endometriose, zur Zwillingsschwangerschaft, zur Kaiserschnitt, zur natürlichen Geburt mit einem Geburtstrauma. Mhm. Und ich merke halt jetzt, das hat mich so geerdet Mhm. und es ist mir so viel so wurscht. Mhm. Weißt du? Und diese Wurstigkeit bringt dir in deinem Leben so viel Leichtigkeit. Mhm. Und wenn du den Kritiker da oben ausschaltest, der nimmer sich auf andere Leute konzentriert und sagt, und der macht das und um Gottes Willen und das, du wirst einfach du hast so viel mehr Platz für deinen Geist und du wirst Mhm. einfach so viel ruhiger Mhm. und du wirst so viel liebevoller und du hast so viel mehr Empathie einfach für andere, Mhm. wenn du selber Geschichte geschrieben hast. Mhm. Und deswegen ähm, ja, bin ich jetzt total dankbar für alles, was ich erlebt habe. Nur ich war in dem Moment natürlich nicht so weit. Ja, klar. Und das Wichtigste ist halt, dass man irgendwann checkt und jetzt steigst du aus der Opferrolle aus Mhm. und jetzt gehst du in die Akzeptanz und das ist deine Geschichte und erst dann kommst du wieder raus. Mhm. Weil wenn du die ganze Zeit drin hängen bleibst, ich bin so arm und ich bin so arm, Mhm. dann kommst du nicht weiter. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, Ja, das dass du glaube ich. aus der Opferrolle aussteigst. Mhm. Und es ist ein Geschenk, wenn man jemanden im Leben begegnet, der dir das in der Lage ist, ein bisschen zu spiegeln, Mhm. weil es natürlich triggern kann, wenn man irgendwann mal dann drauf kommt, dass man sich jetzt etwas aufgebaut hat in sich, wo man selber nicht mehr rauskommt, sich aber auch wohlfühlt in Natürlich. diesem Opfersein, Mhm. aber dass der einzige Ausweg aus dem
eigentlich nur der ist, nach innen zu schauen und es selbst in dir aufzulösen. Und das ist natürlich super schön, wenn jemand von außen kommt und das einfach einmal spiegelt, damit man sich überhaupt erlauben kann, so ein bisschen hinzuschauen. Und ich glaube, dass das überhaupt das Allermutigste im Leben ist, wenn man immer wieder sich erlaubt, nach innen zu schauen, ähm, und vor allem dieses Opfersein in jeglicher Hinsicht in der Lage ist, ein bisschen aufzulösen, weil es gleichzeitig ein bisschen Abbau ist vom eigenen Ego, das da natürlich auch super hineinspielt. Ja, darüber könnten wir jetzt noch eine Woche weiterreden. Ja, bestimmt. Euer Weg ging dann aber mit 3 Kindern Mhm. im Gepäck Mhm. einmal wieder zurück nach Österreich. Genau. Wann war das? Das war 2017 haben wir das Haus gekauft und sind dann noch 3 Jahre gependelt quasi. Zwischen Bali und Österreich? Genau. Also halbes Jahr dort, halbes Jahr da oder dann ein paar Monate dort und länger da und so. Und bis wir dann gemerkt haben, und dann kam Corona und dann haben wir gesagt, ja, okay, passt jetzt. Weil Corona war Bali Shutdown. Ja, es war Shutdown und wir haben uns dann gedacht, ja, was soll man da jetzt mit den Kindern, und haben wir dann das Beste draus gemacht und dann war das für uns so fertig. Dann Sind war das wir- abgeschlossen. Ja, es war abgeschlossen. Habt ihr es verkauft dann? Wir sind gerade im Prozess. Okay, das heißt, etwas ist von euch noch auf Bali. Genau, es Nicht ganz ist noch und wir sind mit dem Prozess und wenn es abgeschlossen ist, dann fliegen wir ganz sicher mit den Kindern hin, damit sie sich verabschieden können. Weil Bali schon eine Insel ist, die eine sehr weibliche Energie hat und die ja auch ein Energievortex ist. Und ich bin mir sicher, wenn du dort geboren bist, dann hast du ja diesen Imprint mit dir mit. Ja, genau. Und Bali hat auch sehr viel kriegerische Energie. Und die Kinder müssen einfach noch einmal hin, damit wir das auch in einem Ritual, dass wir das einfach abschließen können, dass die auf jeden Fall immer wieder dorthin reisen können, wenn sie das wollen. Aber für den Alex und für mich ist das Thema einfach erledigt. Wir hatten dieses Leben, wir hatten dort die schönste Zeit. Die Insel hat uns so viel geschenkt. Unsere Kinder, Erfahrung, Freundschaften, die wir immer noch haben. Aber für uns ist es erledigt. Und deswegen müssen wir den Kindern auch die Chance geben können, dass sie sich verabschieden können. Ja, das hängt noch ein bisschen die Nabelschnur an ihnen. Ja. Vom Ort, wo sie geboren sind. Logisch, das muss einfach. Und Bali habe ich wahrgenommen, als ich auf Bali war, da habe ich das Gefühl gehabt, okay, so fühlt es sich an, wenn du in der Gebärmutter von der Erde sitzt. Das war für mich so, diese Pflanzen wuchern überall, es ist feucht, es hat sehr viel geregnet. Ich habe mir gedacht, okay, ich sitze jetzt in der Gebärmutter von Pachamama drinnen. Und irgendwie war das so riesig und ich habe mich da drinnen sitzen gesehen. Also ich verbinde die Insel sehr mit, so wie mit der Gebärmutter der Erde. Da ist so viel Saft da wuchert alles, da ist so viel Leben. Es ist so viel weibliche Energie. So viel weibliche Frauen wären ja dort eigentlich irrsinnig gut genährt. Nur die Regierung hat es halt leider übersehen. Gell? Also sie schauen nicht gut auf ihre Insel. Deswegen muss man schauen, entweder die Insel wird irgendwann sagen, so liebe Leute, oder muss man sich beobachten. Aber eben für die Kinder, die brauchen auf jeden Fall energetisch einen Abschluss. Weil rationell haben sie das schon gecheckt. Und das ist für sie ja voll okay. Es waren ja auch die Kinder, die Treibenden, die gesagt haben, wir wollen eigentlich nach Österreich. Weißt du, und ich war so, was wollt ihr? So, ja, wir wollen nach Österreich. Ich so, aha, okay, aber ich nicht. Wie alt waren die Kinder, als ihr zurückgekommen seid? 5. 5, die Großen? Die Großen waren 5 und die Cosmo war eben 1,5. Also die Cosmo hat sich nicht wirklich entscheiden können. Die musste einfach mit. Wie war es, wieder zurückzukommen?
Es war mega schön, weil du ja, weißt du, wenn du Bali über Instagram kennenlernst, dann ist es so, das Paradies. Aber wenn du dort lebst, dann ist Mhm. es eben nicht so, weil du siehst auf den Instagram-Bildern Mhm. nicht die Downside von der Mhm. Insel. Und wie wir nach Österreich zurückgekommen sind, das war für uns einfach so, wir kriegen Luft. Es Mhm. ist so viel Platz. Du Mhm. hast Gehsteige ohne Löcher, du hast Spielplätze überall, es ist alles sauber, du kannst das Wasser aus der Leitung trinken. Also für uns war Mhm. das so, es war einfach so easy mit den Kindern. Mhm. Gell? Es war einfach für uns was komplett, und wenn du in Österreich aufwachst, dein System weiß ja, Mhm. wie es da ist. Mhm. Von dem her war es für uns, was jetzt die Natur Mhm. betrifft, war es total easy. Und was die Menschen betrifft, das war für uns gewöhnungsbedürftig, weil du halt auf einmal, wir haben halt dann Gespräche geführt, so wie wir es gewohnt waren, dass wir sie führen, und irgendwann sind wir draufgekommen, die schauen uns alle an und Komisch. denken, wir haben einen kompletten Knall, gell? Aber ja, Vibe attracts ja Tribe, und das hat halt ein bisschen gedauert, aber wir haben dann in Österreich schon auch unseren Tribe Mhm. gefunden, weil das Leben einfach eine Resonanzgeschichte ist. Und von dem her haben wir uns total gut in Österreich verwurzelt, Verwurzelt dann. was aber nicht heißt, dass wir für immer da bleiben. Gell? Also der Alex und ich, wir sind schon Menschen, wir sind nicht attached an Dingen. Mhm. Deswegen bei uns, man weiß es nicht, Mhm. was uns in den Sinn kommt. Mhm. Vielleicht sagen wir in 10 Jahren, okay, cool, die Kinder haben einen Teil in Bali verbracht, die haben einen ganz einen wichtigen Teil in Österreich verbracht, dass sie sich auch da verwurzeln. Jetzt sind sie eigentlich durchs Gröbste heraus. Wir haben auch wieder neue Erfahrungen gemacht und jetzt gehen wir. Also das weiß man bei uns nicht so genau. Mhm. Und was hat dich dann, als du zurückgekommen bist, mit den Kindern, mit allem drum und dran, veranlasst, dass du dann eigentlich, soviel ich weiß, ein Buch geschrieben hast und dich diesem Thema Endometriose stark gewidmet hast? Mhm. Der Grund für mich war, dass ich ganz euphorisch dann dem neuen Frauenarzt, den ich da gefunden habe, ganz euphorisch mitgeteilt habe, also meinen Weg. Mhm. Und das hat überhaupt kein Gehör gefunden. Und dann bin ich zum anderen Frauenarzt und habe dem das erzählt, und da hat es auch kein Gehör gefunden. Die haben das eher belächelt. Mhm. Das war eher so, das ist eine chronische Krankheit und für das gibt es nur einen Weg. Mhm. Das ist Operieren und hormonelle Behandlung und fertig. Und du hattest es nie und du kannst nicht geheilt sein, und wenn, dann ist es eine Stilllegung und halt nur solche Sachen. Und dann war ich echt so, habe ich mir gedacht, jetzt hat jede zweite Frau mittlerweile Endometriose. Mhm. 2 von 10. Mhm. Und jetzt wollt ihr nicht einmal hören. Jetzt wollt ihr nicht einmal euch aufmachen Mhm. und euch das wenigstens anhören oder das wenigstens einmal bei einer Frau testen, ob es vielleicht doch funktioniert, weil ihr habt ja nichts zu verlieren. Mhm. Dann war ich so sauer, Mhm. und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt keine Philosophin. So, ich habe mich hingesetzt und habe einfach von der Schnauze weggeschrieben, meinen Weg. Und da steht alles Step by Step drinnen, was ich gemacht habe. Mhm. Ich habe gesagt, so, und das schenke ich der Welt, und habe dann zusätzlich noch einen Online-Kurs entwickelt, wo ich Frauen dann 1 Jahr begleitet habe, Mhm. während sie in dem Prozess waren. Mhm. Und das war so erfüllend, weil die einfach, da ist es gar nicht primär ums Kinderkriegen gegangen, sondern einfach, dass sie die Lebensqualität wieder zurückbekommen, dass sie nicht sich krankschreiben lassen müssen einmal im Monat, weil sie die Schmerzen nicht aushalten, dass sie sich nicht übergeben müssen vor lauter Schmerzen, dass sie nicht in Ohnmacht fallen vor lauter Schmerzen. Mhm. Und das war für mich dann so erfüllend, dass mein Weg Mhm. denen Geholfen hat auch. geholfen hat. Kann man das Buch eigentlich noch erwerben? Wie ist Ja, ich muss jetzt schauen. Wir haben dann, weil sind uns dann ein paar andere Sachen dazwischen gekommen. Jetzt, ich glaube, wir haben das stillgelegt, oder es gibt den Link noch, ich muss einmal schauen, aber ich werde es auf jeden Fall wieder reaktivieren, weil es einfach so wichtig ist. Mhm. Und
es ist jetzt nicht so, dass mich jede Frau mit offenen Armen empfangen hat. Also ich habe auch da gemerkt, es gibt Frauen, die wollen das Opfer sein, Mhm. die wollen krank sein, die wollen in dem Mhm. Dings drinnen sein. Und es gibt Frauen, die sagen, okay, zieh das jetzt durch, weil den Weg, den ich gegangen bin, das ist kein Quickfix. Also Mhm. der hat bei mir 1,5 Jahre gedauert und das war Disziplin. Mhm. Also es war wirklich Disziplin und mach diese Dinge und mach sie konstant und Konsequent. ja, also es war ein konsequenter Weg. Nur bei mir war es halt so, ich hatte mein Warum. Mhm. Ich wollte Kinder und das war für mich der Grund, warum ich das geschafft habe, dass ich so konsequent Mhm. dran geblieben bin. Mhm. Und ich finde halt einfach, ich meine, Endometriose, bei mir hat man über das nicht gesprochen. Mhm. Gell? Das ist jetzt 15, 16, 17 Jahre her, da hat man nicht drüber gesprochen. Jetzt redet man wenigstens drüber. Mhm. Jetzt ist es jedem ein Begriff. Mhm. Und es ist einfach so wichtig, dass die Frauen verstehen, in dem Moment, wo du Regelschmerzen hast, es ist nicht normal. Mhm. Du solltest deine Eigentlich Tage nicht. nicht spüren. Vielleicht einmal ein bisschen erziehen, aber du solltest keinen Schmerz haben. Mhm. Und da müssen wir eigentlich anfangen, dass wir Mhm. schon, wenn die Mädchen ihre Tage bekommen, dass man da schon schaut und dass man die Hormone überprüft. Und wir sind so vielen Giftstoffen ausgesetzt. Wir haben so viel Mikroplastik überall drinnen. Wir wissen mittlerweile, dass das Plastik das Progesteron beeinflusst. Wir wissen, dass wenn das Progesteron nicht passt, wir zu einer Östrogendominanz kommen. Wir wissen, dass wenn wir Östrogendominanz haben, wir zu Zysten neigen. Verstehst du? Wir Mhm. wissen das ja schon alles. Mhm. Und man darf einfach, man darf das nicht ignorieren, wenn ein Mädchen Schmerzen hat. Man muss sofort ansetzen und sagen, na, da passt was nicht. Mhm. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich war grantig einfach. Mhm. Ich war grantig auf die Ärzte, die gesagt haben, na, es gibt nur eine Therapie. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass mein Weg allen Frauen helfen kann. Mhm. Ich sage nur, es gibt noch etwas und schau es dir einmal an. Mhm. Mhm. Gell? Weil man weiß Vielleicht es kann sich nicht. ja auch wunderbar ergänzen, weil Genau. vielleicht dieser Weg den anderen so beeinflusst, dass er weniger invasiv werden muss, Genau, und es kann. ist halt so, jeder Körper ist anders. Gell? Du Mhm. kannst keinen einzigen Frauenkörper über den gleichen Kamm scheren. Mhm. Also bei mir hat es funktioniert. Und die Frauen, die ich begleitet habe, die haben einfach eine mega Linderung Ja. erfahren. Mhm. Gell? Und allein das, die waren so happy. Mhm. Allein, dass die einfach gemerkt haben, von Monat zu Monat geht es Es ihnen wird besser. besser. Ja. Mhm. Aber mit diesem Buch war es dann ja auch noch nicht getan. Nachdem ihr gerne Reibung habt und spontan seid, habt ihr euch dann noch ganz was anderes einfallen lassen. Oder sagen wir mal so, die höhere Intelligenz hat euch noch ein anderes Kind in den Mhm. Schoß gelegt. Mhm. Und mittlerweile seid ihr nicht nur in Österreich mit euren Kindern, sondern auch, du bist auch Geschäftsführerin Mhm. jetzt von eurem Familienbetrieb, vom Mhm. Hotel auf der Turacher Höhe. Mhm. Wie kam das? Ja, das ist uns auch passiert. Also es war nicht geplant. Ja. Und der Alex und ich, bevor wir Nein sagen, sagen wir eigentlich immer Ja, Mhm. auch wenn wir in dem Moment uns dem Ausmaß nicht bewusst sind, was das jetzt für unser Leben bedeutet. Mhm. Aber wir sind halt Menschen, wir glauben, dass wenn dir das Universum was vorschmeißt, dann sag einmal Ja, Mhm. nimm's einmal an und dann schaust du mal, was passiert. Mhm. Und es ist halt mein Zuhause. Das Hotel ist mein Zuhause. Meine Eltern haben uns gefragt, übernehmt sie die Geschäftsführung? Und wir haben halt ja gesagt. Und sind halt seit 3 Jahren in einem ziemlichen Prozess. Also es hat unser Leben schon ziemlich auf den Kopf geschmissen. Vor allem ist es halt ein massiver Clash zwischen alt und jung. Mhm. Logisch, gell? Weil es sind meine Eltern, die haben es immer so gemacht und es sind wir und wir machen es halt so. Mhm. Und die haben ihre Werte und wir haben unsere Werte. Also es ist schon, es war eine ziemliche Reibung.
es war ziemliche Reibung, aber ich bin mittlerweile, glaube ich, so in meinem Frausein angekommen, dass ich sehr klar bin. Mhm. Und ich habe meine Werte und für die stehe ich ein und da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich traue es mir auch zu sagen, auch wenn es nicht immer angenehm ist fürs Gegenüber, aber so ist es halt. Mhm. Und das Schöne ist, dass wenn wir jetzt zurückschauen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, Mhm. also wir sehen ja, welche Mitarbeiter wir jetzt angezogen haben. Wir sehen, welche Gäste wir anziehen, weil das Haus ist trotzdem das Haus, so wie es ist. Mhm. Das ist halt der Jägerwirt und das hat eine Tradition und das ist oder war es von der Energie her sehr patriarchisch und Mhm. auch das Haus hat eine Seele und einen Hausgeist und auch dieser wurde aufgebrochen und wird von uns wie mit so einem Zauberstab transformiert. Mhm. Und wir sehen halt jetzt eben, was für Sachen passieren, welche Retreats wir kreieren, welche Menschen dadurch hereinkommen, wie sich die Schwingung verändert und wie einfach, ja, wie schön das eigentlich ist zu beobachten, Mhm. was du mit deiner eigenen Frequenz Frequenz bewirken bewirken kannst. kannst. Und ja, da stecken wir halt jetzt gerade drin und eben, wie gesagt, schauen wir mal, schauen wir einfach einmal. Und was ist euch wichtig? Was ist euch wichtig, dass in euer, also was für eine Schwingung habt ihr gerne um euch herum? Also wir haben es gern harmonisch Mhm. und wir haben es gern, ich weiß jetzt nicht, ob man es als Schwingung bezeichnen kann. Wir haben gern Leute mit Eigenverantwortung Mhm. und ja, das ist so das Wichtigste, Mhm. würde ich sagen, dass es für uns, aber wir scheuen uns jetzt auch nicht vorm Konflikt. Mhm. Wie viele Gäste haben bei euch Platz? Ja, wenn du kommt drauf an, wie du einbuchst, aber wenn wir knackevoll sind, dann 180. Das ist unglaublich. Ja, da hast schon viele Charaktere unter einem Dach. Mhm. Aber es funktioniert, also das Gästefeedback, die sind ganz happy mit uns, Mhm. so wie wir das machen. Und wir haben ja also es gibt ja ganz viele Stammgäste, die das über 40 Jahre Jahre beobachtet beobachten. haben und die Mhm. finden das halt total spannend. Mhm. Mhm. Gell? Die sagen, sie finden das halt cool, wie wir das machen. Und der Alex und ich sage immer, er ist der Jager und ich bin die Yogini im Dirndl. Und ich kann mich nicht verstellen, Aha. nur weil da jetzt Leute reinkommen, die seit 40 Jahren kommen und wo es immer gleich war. Jetzt sind wir da Mhm. und wir machen so, wie es wir machen. Mhm. Und ich kann nur etwas verkaufen, wenn ich so bin, wie ich bin. Wenn es deine tiefste Resonanz ist zu dem, Genau. was du bringst. Und bis jetzt hat es gut funktioniert. Und für die, das nicht passt, die kommen eh nimmer. Und es gibt ja zum Glück in ganz Österreich genug Hotels und jeder Gast findet sein Haus und neue Mhm. Gäste finden auch zu uns. Und es ist halt einfach spannend, weißt du, wenn die Leute abreisen, dann ist das Hauptfeedback, bei euch ist alles so gemütlich. Mhm. Bei euch ist es so, man kann es nicht beschreiben, das ist so ein Gefühl. Mhm. Weißt du, sie können es nicht, sie kommen rein und sie spüren was, aber sie können es nicht wirklich greifen, was es Beschreiben. ist, weil es einfach eine Energie ist, Mhm. die du da halt mit deinem Herzblut reinbringst. Und wir halten gerne Räume. Mhm. Also der Alex und ich, wir lieben es eben, Räume zu halten und Leute zu liften. Mhm. Und das war auch in Bali im Endeffekt Mhm. unser Erfolg, dass die Leute kommen sind. Ich sage immer, die sind kommen als Raupe und heim sind sie als Schmetterling, weil wir können ihnen helfen bei ihrer eigenen Transformation. Und das ist halt das, was uns so Spaß macht und warum wir so gern mit Menschen, also arbeiten. Mhm. Mhm. Wie gelingt es dir als Frau, Partnerin, Mama, all diese Aufgaben zu schaukeln? Was findest du da am herausforderndsten
als Tochter noch dazu. Mhm. Ich finde es jetzt nicht mehr herausfordernd Mhm. und aus dem Grund, weil ich ganz klar bin, Mhm. was tut mir gut, was tut mir schlecht, Mhm. was brauche ich, Mhm. was brauche ich nicht, Mhm. und da marschiere ich durch Mhm. und ich ziehe das überall durch. Mhm. Und das mache ich in meiner Beziehung zum Mhm. Alex, wo ich sage: „Ich brauche mit dir jetzt einen Kaffee, weil wir müssen reden.“ Oder ich sage zu ihm: „Ich brauche jetzt eine Stunde für mich, weil ich muss mich sammeln.“ Mhm. Und das Gleiche mache ich bei den Kindern. Ich sage den Kindern: „Jetzt habe ich Zeit, ich führe euch überall hin oder was auch immer ihr braucht, und Mhm. jetzt habe ich meine Grenze erreicht. Mein Tag ist jetzt beendet. Ich gehe jetzt in mein Zimmer, und wenn nicht das Haus brennt oder ihr Fieber habt oder sonst irgend Mhm. wirklich was Wichtiges ist, dann bitte kommt nicht in mein Zimmer, weil ich Mhm. brauche jetzt Ruhe.“ Mhm. Und mit den Mitarbeitern mache ich es auch so, Mhm. dass ich sage: „Jetzt habe ich Zeit und jetzt bin ich weg.“ Ich glaube, ich habe in meiner Entwicklung, Mhm. ich habe, denke ich, die Selbstfürsorge implementiert. Mhm. Es hat zwar ewig lang gedauert und das war ganz lang überhaupt nicht so. Also, ich bin Mhm. wirklich bis zur Erschöpfung, aber das ist jetzt vorbei. Aber es ist Das ist vorbei. Es war auch eine Reibung. Was nährt dich am meisten? Der Wald, Mhm. also, ich bin ein absoluter Waldmensch. Der Wald nährt mich, Yoga nährt mich, die Meditation nährt mich, Wasser, die Stille. Also, Mhm. früher war Stille für mich was Schlimmes, Mhm. und mittlerweile kann ich, und ich glaube, das ist die Selbstliebe. Ich liebe es, mit mir allein zu sein. Mhm. Es ist so schön, nur mit mir oder mit einem Buch in der Stille. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es wirklich so ein Reifungsprozess, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich mit mir so wohl, Mhm. und das nährt mich, denke ich. Mhm. Auch diese Erkenntnis, Mhm. dass man nichts mehr braucht im Außen. Mhm. Und wenn du heute sind wir eigentlich sehr viel von deinem Leben durchgegangen. Du hast unglaublich viel mit uns geteilt. Schaffst du dich dafür selbst zu ehren, dir eine Krone auf den Kopf zu setzen, für all das, was in deinem Leben passiert ist, für all das, was du geschafft hast, Ja, wie du deinen Weg gegangen bist? mittlerweile schaffe ich das auch, Mhm. dass ich, Von deinem Weg selbst berührt wirst? ja, also ich habe so Momente, Mhm. da schaue ich mir im Spiegel, und dann kommen mir die Tränen, und dann denke ich mir so: „Du bist eine coole Alte. Du hast echt du hast echt einfach schon viel gewuppt, gell?“ So, du hast einfach, Halleluja, du hast schon ein Leben im Leben gehabt, und ich habe heute ein total spannendes Gespräch mit einem Mann gehabt, und er hat dann zu mir gesagt: „Du redest ja so, als wärst du schon halb tot.“ Dann habe ich zu ihm gesagt: „Nein, ich sage dir nur, wenn ich morgen sterben würde, ich würde total glücklich sterben, weil ich habe so eine Bandbreite an Erfahrungen schon machen dürfen Mhm. und habe so wachsen dürfen an diesen Erfahrungen, Mhm. dass jetzt alles, was jetzt kommt, mich kann nichts mehr so schnell aus der Fassung bringen.“ Mhm. Was aber auch nicht immer für meine Umgebung so leicht ist, weil für meine Umgebung ist es manchmal so, die interessiert sich ja für nichts. Mhm. Der ist ja sowieso alles egal. Aber es ist mir nicht egal, sondern ich bin aus dieser Dramabühne einfach ausgestiegen, und ich sehe Situationen aus einer Vogelperspektive, Mhm. sehe das von oben, schaue mir das an
und gehe aber sofort in die Lösung. Mhm. Ich lasse mich nicht einsaugen mehr in diese Dramabühne. Und wenn man das geschafft hat, das gibt einem ganz viel Freiheit. Ich glaube, das ist grundsätzlich das Höchste, was wir erlangen können. Genau diese Freiheit in uns zu erlangen, nicht von Emotionen gepackt und geschliffen zu werden, sondern in sich hineinzugehen, aber einen Abstand zu ihr zu haben und diese, so wie du sie bezeichnest, Vogelperspektive einzunehmen und sagen, das ist alles Es halb ist, so ja, schlimm, als sich es vielleicht gerade angefühlt hat. Und ich glaube, diese Freiheit, die wir in uns kreieren, ist die größte. das stimmt. Und ich denke mir dann oft, all good, always. Mhm. Weißt du, Mhm. egal welche Wege kommen, Mhm. immer wenn du draußen, wenn es dich rausgespuckt hat Mhm. und du schaust dann zurück, dann weißt du, warum musstest du genau da jetzt durch. Mhm. Wenn du halt dein Bewusstsein einschaltest und Mhm. wenn du eben aus der Opferrolle heraus bist. Mhm. Also bei allem, was mir in meinem Leben bis jetzt passiert ist, wenn du drinnen steckst, ja, natürlich ist es eine Katastrophe. Es ist schmerzhaft, du bist in der Emotion, du hast alles drin, aber wenn du dann heraus bist, dann bist halt wieder in deiner Entwicklung einen Schritt weiter. Mhm. Und das Wort gibt es ja aus einem Grund, entwickeln. Weißt du, wir haben so viele Wörter im Deutschen, wenn man die einmal richtig versteht, Mhm. wie toll die sind, weil entwickeln, was ist das für ein tolles Wort? Mhm. Du wickelst dich aus deinen Mustern, aus deinem psychogenetischen Erbe, aus was auch immer, wo du drinnen steckst, du wickelst dich da heraus und wirst zu der Geboren. Person, Ja. die du sein kannst. Weißt du wirst zu dich. Mhm. Du kommst einfach bei dir selber an. Und da merke ich jetzt mittlerweile, ich bin in so einem Prozess Wie alt bist du drinnen, jetzt? 43. Ja, genau. Mhm. Ich bin in so einem Prozess drinnen und ich liebe es. Und das war mein 40. Geburtstag. Ich war so glücklich, 40 zu werden. Ich habe einfach gemerkt, geil, irgendwas passiert jetzt mit Mhm. mir. Mhm. Und ja, es ist manchmal schwer in Worte zu fassen, aber ich habe so das Gefühl, ich floate so dahin, Mhm. obwohl ich einfach ganz viel zum Checken habe, gell? Mhm. Das Hotel und die Mitarbeiter und die Kinder und die Schule und der Hund und der Haushalt, aber irgendwie, ich denk nicht mehr so viel drüber nach, sondern es ist halt einfach so. Mhm. Gewisse Dinge sind einfach so und fertig. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich glaube, wenn du aus diesem Gedankenmuster rauskommst, dann bist du connected mit der Quelle und dann wirst du über die Quelle genährt und dann geht dir der Saft nicht Und aus. dann geht die Denke nicht aus. Und das spüre ich jetzt vermehrt über die letzten Monate, dass es mich dort. Hintreibt. Mhm. Es ist ja so, dass wir Frauen zwischen 40 und 50, also mit 40 beginnt sich das noch mehr öffnen in uns, weil wir hormonell anders Mhm. beschaffen sind und wir genau zu diesem tiefen Wissen in uns einen direkteren Weg haben, weil unsere Psyche sich hormonell so öffnet, dass wir genau direkter, tiefer in die Quelle hineingehen können. Und je bewusster uns das ist, umso bewusster dürfen wir das erleben und keine Angst davor kriegen oder haben, sondern wirklich wissen, das ist die Transformation eigentlich, die wir in Evolution als Frau eigentlich hinlegen. Das heißt, eigentlich ist zwischen 40 und 50 unser Deep Dive. Ja, genau. So würde ich es bezeichnen. Wenn ich auf deinen Weg zurückblicke, dann verneige ich mich davor. Danke. Und ich wünsche es dir, dass du dir regelmäßig die Krone auf den Kopf setzen kannst, wenn du in den Spiegel schaust. Und ich bedanke mich zutiefst von meinem Herzen, dass du heute bei mir warst Ich und deine danke Geschichte dir für die geteilt hast. Einladung. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke sehr. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.